In den unendlichen Weiten des Orbits zieht das Marvi-Mobil seine Bahn. Schwarz wie Samt schimmert das Weltall. Majestätisch blau unser Planet, die Erde. Nichts deutet mehr darauf hin, dass der kosmische Moderator Marvi Hammer gerade seinen ersten Weltraumspaziergang hinter sich gebracht hat. Nun sitzt er wieder am Cockpit, um uns ein weiteres Wunder der Natur zu zeigen. Hier ist Marvi Hammers Hörbuch zum Magazin. Was? Hallo? Soll ich jetzt was sagen, oder? Mensch, dauernd piept es hier. Moderne Quatsch hier, wirklich. Hier mal, roter Knopf müsste sein. So, Erde an Mars. Grüße an alle. Ich will euch mal was flüstern. Es ist stinklangweilig geworden hier. Die Kochsendung haben sie auch abgesetzt, wegen der Lüftung. Hab ich doch gleich gesagt. Aber unser einen fragt ja keiner. Früher da war wenigstens noch dieser freche Nager hier. Gut, der denkt, der Kruse ist jetzt ein bisschen doof und meint die ganze Zeit, hier haust du eine dämliche Ratte mit einem IQ von einer Darmbakterie. Nee, Freunde. Marvi Hammer heißt er. Ist bekannt wie ein bunter Hund. Das Lenchen hat mich drauf gebracht. Mein Lenchen. Onkel Kruse hat sie gesagt. Kannst du mir nicht mal ein Autogramm? Jetzt aber beliebt es diesem Herrn Hammer auszufliegen. Und ich schlaf hier ein. Eins jetzt, Highlight in meinem Leben ist, gut, vielleicht mal ein Besuch im Zoo bei die Eisbären. Mensch, dieser Knut, der ist auch groß geworden, war. Mein lieber Mann, nicht mehr zu vergleichen mit die Bilder vom Anfang. Fast 3 Meter wird so ein Ursus da. Mari, was? Ich hab mir das warte. Ursus maritimus. Na, ich muss meinem Lenchen immer so Auskunft erteilen. Deswegen hab ich immer mal einen Zettel bei. Steht das alles drauf. Hallo? Hello, everybody. Sorry für die Verspätung, aber hier geht heute alles drunter und drüber. Alvina, mein persönlicher Computer, ihr wisst schon, ist verschwunden. Ich habe schon alles abgesucht, sogar draußen. Dabei müssten wir uns auf den Flug in die Arktis vorbereiten. Da treffe ich nämlich den Experten für die heutige Show. Er hat sein halbes Leben mit Eisbären verbracht. Und zwar im Zoo. Hey, Corti! Du hast ja schon ein Signal. Dann sag mal schnell, was wir gleich hören. Ich muss dann nämlich wieder auf die Suche. Na, ich mach's mal kurz. Ich bin Tierpfleger im Zoo. Im Eisland bei Eisbärin Isabella. Hab aber nie darüber nachgedacht, wie es den Tieren eigentlich in freier Wildbahn ergeht. Bis eines Tages... Das überspringen wir, ja? Jetzt bist du in der Arktis. Und dort habe ich einige Leute getroffen, die sich mit Eisbären beschäftigen. Biologen und Tierfotografen zum Beispiel. Das klingt ja spannend. Wo wollen wir uns treffen? 90 Grad nördlicher Breite. Das ist ja direkt am Nordpol. Die genauen Daten wollte ich mit deiner Navigatorin abgleichen. Diese Alvina hat sich bei mir gemeldet. Kann ich sie mal sprechen? Rentierdarm und Suchalarm. Sie meldet sich. Ach, das ist sie vielleicht. Alvi? Blödsinn. Das sind meine World Reporter. Hey, JC, Roberto und Ming. What's going on? Hi, Marvi. We are in Ming's study. We are just having a break. We have ordered some food. Chinese food. Somebody is going to deliver it. But nobody has come yet. We've been waiting for an hour and nobody has arrived yet. And the Game Boy games are boring. Na, ihr habt Probleme. Wie wär's mit selber kochen? I could make a pizza. We have got some pizza in the deep freeze. In the deep freezer? In der Tiefkühltruhe? Gecko Mio, natürlich. Die Tiefkühltruhe. Sie muss in der Tiefkühltruhe sein. Marvi, what's up? Ich nehme an, Alvina ist in der Tiefkühltruhe. You have to let her thaw out slowly. Langsam auftauen?
Dazu habe ich gar keine Zeit. Aber vielen Dank für den Tipp. Wir hören uns bei eurem World Reporter Adventure! Ja. Alvina, ich komme. Börsenkrach und 3-Sterne-Fach. Erstmal runter vom Sitz. Und dann in die Rutsche. Direkt in die Vorratskammer. Da ist sie ja. Die Tiefkühltruhe. Pizza. Pizza. Alvina. Oh, bist du kalt? Alvina, du musst vorsichtiger sein. Hoffentlich hast du dich nicht erkältet. Was kann ich dafür? Ich kontrolliere gerade die Vorräte und du machst die Truhe zu. Du hast selbst gesagt, wir müssen Energie sparen. Nun komm, sei nicht so frostig. Sehr komisch. Wie spät? Vor der Landung in der Arktis bleibt noch Zeit für... Alvinas Almanach. Eis. Eisig. Am eisigsten. Die Eiskappen der Erde. Schaut euch mal den Globus an oder schlagt einen Atlas auf. Auf der Erdkugel befinden sich Nordpol und Südpol an den beiden entgegengesetzten Punkten der Erdachse. Wer es genau wissen will, der Nordpol oben bei 90 Grad nördlicher, der Südpol unten bei 90 Grad südlicher Breite. Rund um den Nordpol ist die Arktis. Rund um den Südpol erstreckt sich die Antarktis. Der größte Unterschied zwischen den beiden? Die Antarktis rund um den Südpol ist ein Kontinent. Unter Eis und Schnee befindet sich eine feste Landmasse. Der antarktische Kontinent ist etwa 36 Mal so groß wie Deutschland. Die Arktis wiederum ist nichts anderes als eine bis zu 5 Meter dicke Schicht Eis über dem Nordpolarmeer. Sie ist also kein Kontinent. Die Arktis ist wesentlich kleiner als die Antarktis. Daher machen sich die Klimaforscher so viel Sorgen. Lange schon beobachten sie, dass das Eis in der Arktis und auf Gletschern schwindet. Das hat auch Auswirkungen auf die Tierwelt, zum Beispiel auf die Eisbären. An den eisigen Kappen der Erde herrscht manchmal völlige Dunkelheit und manchmal scheint 24 Stunden lang die Sonne. Und warum ist das so? Fangen wir mit dem Südpol an. Der ist 2 Monate lang von der Sonne abgewandt. Man könnte auch sagen, die Sonne steigt nie über den Horizont. Das liegt an der Drehung der Sonne. In einigen Museen gibt es ein Modell. Da sieht man die Umlaufbahnen von Sonne und Erde und kann das besser verstehen. Wenn es ganz dunkel wird, spricht man von der Polarnacht. In der Antarktis sinken die Temperaturen dann bis zu minus 65 Grad. In der gleichen Zeit scheint am Nordpol 24 Stunden lang die Sonne. Die klimatischen Bedingungen an Nordpol und Südpol, die Erdkappen der Erde, sind wie manche Geschwister. Sie sind sich ähnlich, aber ganz gegensätzlich. Ist auf der Südhalbkugel Winter, herrscht hoch im Norden Sommer. Herrscht auf der Südhalbkugel Sommer, ist im Norden Winter. Am Nordpol wird es nicht ganz so kalt wie in der Antarktis. Dort herrschen Temperaturen von 0 bis minus 30 Grad. Ihren Namen verdankt die Arktis übrigens einem Wort aus der Sprache der alten Griechen. Arktos heißt der Bär. Nach dem Sternbild des Nordhimmels, den großen Bären. In der Arktis leben die Eisbären. Da fragt man sich doch, warum sie nicht auch am Südpol leben. Dort ist es doch auch schön eisig. Forscher haben eine Antwort auf diese Frage. Sie haben herausgefunden, dass Braunbären vor etwa 50.000 Jahren Richtung Norden wanderten, in die Arktis, und zwar auf Landwegen. Die Antarktis war um diese Zeit schon von den anderen Kontinenten abgespalten und vom Südpolarmeer umgeben. Es gibt übrigens einen weiteren Unterschied zwischen Arktis und Antarktis. Die Antarktis wurde nicht besiedelt. Erst 1981 entstand die erste Forschungsstation. Die Forscher kamen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremen. Sie nahmen Eisproben und untersuchten die Tier- und Pflanzenwelt. Inzwischen forschen viele Nationen in der Antarktis.
Im antarktischen Sommer ist dort ganz schön viel los. In der Arktis dagegen leben seit vielen Jahrtausenden die Inuit. Inuit ist ein Wort aus ihrer Sprache und bedeutet Menschen. Die Inuit haben gelernt, unter den extremen Temperaturbedingungen zu leben. Ihre Kleidung nähten sie sich aus den Fellen erlegter Tiere und aus Eisblöcken bauten sie Rundhütten, die Iglus. Früher bewegten sie sich mit Hundeschlitten fort, heute benutzen sie Motorschlitten. Statt Fellkleidung tragen sie Hosen und Anoraks aus kälteabweisenden Materialien. Die Klimaerwärmung hat viele von ihnen schon aufs Festland getrieben. Das Wasser hat schon so manch ein Dorf überspült. Also wenn das so weitergeht, dann gibt es in der Arktis bald kein ewiges Eis mehr. Leider positiv. Das wäre schlimm. Auch wenn mir nach diesem Kälteschock in der Tiefkühltruhe mehr nach Äquator ist. Am Cockpit ist es schön warm. Verstanden, Chef. Ich checke die Koordinaten und bereite den Anflug auf die Erde vor. Inzwischen gibt es mein Marvy Hammers Pipa Polarquiz. Eiskristall und Neuschneeball. Jetzt kommt die Polarfrage aller Polarfragen. Warum glaubt ihr, ist es eigentlich am Nordpol so kalt? A. Weil es dort keine Sonnentage gibt. B. Weil die Sonne auch von Montag bis Freitag nicht scheint. Oder aber C. Weil die Strahlen der Sonne den Nordpol nicht richtig treffen. Robert E. Peary erreichte als erster Mensch den Nordpol am 6. April 1909. Das war ein Dienstag. Trotzdem gibt es in der Arktis auch Sonntage und andere Wochentage. Antwort C ist also richtig. Die Strahlen der Sonne treffen den Nordpol so gerade eben, in einem sehr flachen Winkel. Wenn sie dort ankommen, sind die Strahlen schon etwas abgekühlt. Schneeschuhhase und Penela-Blase. Ist die Bordtoilette eigentlich wieder in Ordnung, Alvina? Um diese Frage zu beantworten, müsste man erst einmal festlegen. Egal. Jetzt kommt eine tierische Frage. In der Arktis ist es in den meisten Monaten weiß. Wenn man ein dunkles Fell hat, hat man schlechte Karten. Jetzt kommt meine zweite Frage. Wie versteckt sich zum Beispiel der Polarfuchs? A. Er gräbt sich eine Höhle. B. Er legt sich ein weißes Fell zu. Oder aber C. Er hält einen langen Winterschlaf. Naja, wenn man schon keinen Winterschlaf hält, wie die Eisbären. Ich meine, man muss ja irgendwann mal aus seiner Höhle klettern. Also kann nur Antwort B richtig sein. Der graubraune Polarfuchs bekommt im Winter einen richtig schönen weißen Pelz. So getarnt folgt er dann sogar den Eisbären. Abteilung Resteessen! Energiesparhaus und Eisberg voraus. Ihr kennt ja diese großen Eisberge, die im Meer treiben. Die entstehen, wenn ein Gletscher auseinanderbricht. Dritte und letzte Frage. Wie nennt man das? A. Kalben. B. Ferkeln. Oder aber C. Fohlen. Fatal wär's, sprach der fahle Falke, wenn die Fohlen fröhlich ferkeln. Dann wär's ja wie in einer Fabel. Antwort A ist richtig. Ich weiß auch nicht, warum das so heißt, Freunde. Vielleicht, weil die Rinder kalben, wenn sie ein Kind bekommen. Dann ist der Eisberg also das Kind vom Gletscher. Moment mal. Wenn Gletscher kalben, müssten Kühe eigentlich Eis geben, oder? So. Das war mein Pipa-Polarquiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Bitte Platz einnehmen und anschnallen. Wir landen. Doch nicht etwa auf dem Nordpol. Nein, in Kanada, in der Hudson Bay. Die ist im April zu großen Teilen zugefroren. Ach du Arme, dir bleibt auch nichts erspart. Vermutlich erzählt der ehemalige Eisbärpfleger Kurt auch eine coole Geschichte.
Es begann an einem schönen Junitag und ich hatte keine Ahnung, dass ich am Anfang einer langen Reise stand. Meine Kollegen und ich saßen auf der Mauer hinter dem Eisland, dort, wo außer uns keiner hinkommt. Das Eisland ist die Attraktion unseres Zoos. Hier bestaunen die Zoobesucher seit vielen Jahrzehnten Mähnenrobben, Humboldt-Pinguine und meinen Eisbären, eine Bärin namens Isabella, die gerne auf den Felsen hin und her läuft. Leider sind die Felsen nicht echt. Mein Chef zeigte auf ein großes Loch. An einigen Metallstreben baumelten Betonstücke. Sah fast so aus, als würden nur die Efeuranken das Ganze noch zusammenhalten. Die Anlage ist dermaßen baufällig, dass wir Gefahr laufen, Menschen und Tiere zu gefährden. Tut mir leid, Leute. Wir müssen dringend renovieren. 10 Jahre hatte ich als Tierpfleger im Eisland gearbeitet. Seitdem sie als 6-jähriges Jungtier zu uns kam, kümmerte ich mich um Isabella, benannt nach einem Schiff, das im 19. Jahrhundert die Antarktis erkundete. Bis das neue, moderne Eisland die Besucher empfangen würde, sollte meine Bärin an einen anderen Zoo abgegeben werden, wie die übrigen Tiere, die man während der Renovierungsarbeiten nicht einfach in ein anderes Gehege stecken kann. »Und wie lange wird das dauern?« fragte ich. Mein Chef wiegte den Kopf hin und her, wie Isabella, wenn sie gemächlich über die Felsen trottete. Wie es ausschaut, mindestens 1 Jahr. Im Grunde hatte ich mir das ja immer gewünscht. 1 Jahr lang kein Futter schneiden, kein Ausmisten, kein Desinfizieren, kein Becken reinigen, keinen Käfig scheuern. Naja, nicht, dass mir das keinen Spaß gemacht hätte, aber mal raus aus dem Hamsterrad. Vielleicht verreisen. Ganz weit weg. Das war verlockend. Noch am gleichen Tag reichte ich meinen Antrag auf eine Beurlaubung ein. Im Juli kam dann der Tag. Ich hängte Arbeitsjacke und Kittel in den Spind, stellte die Sicherheitsschuhe auf die Ablage. Die wetterfesten Handschuhe, noch ganz neu, würde ich vielleicht gebrauchen können. Ich nahm sie mit. Ein freies Wochenende lag vor mir. Am Dienstag würde ich mit meinem geliebten alten Daimler in die Stadt fahren, in das nächste Reisebüro gehen und mir einen Stapel Prospekte holen für die große Reise. Blaue Stunde in der Karibik. Ein tiefroter Sonnenuntergang in Südafrika. Polarlicht in Kanada. Herrlich, wenn einem alle Möglichkeiten offenstehen. Ich hatte mir vorgenommen, vorher in der Schule meiner Nichte Caro vorbeizuschauen. Dort fand ein Umwelttag statt und Caro hatte mit ihrer Schulklasse eine Präsentation zum Thema Klimawandel vorbereitet. Eisbären, hatte sie mir in einer E-Mail geschrieben, wären dabei ein großes Thema. Ehrlich gesagt, ich hatte mir noch nicht so viele Gedanken über schmelzende Polarkappen und die Erwärmung der Arktis gemacht. Und so trafen mich Caros Worte in der Aula wie ein Blitz. Um durchschnittlich 3 Grad Celsius sind die Temperaturen in der Arktis in den letzten Jahren gestiegen. Als Folge davon weicht die Eisgrenze zurück. Jedes Jahr ein Stückchen mehr. Eine Folge der globalen Erwärmung. Darunter leidet kein Tier mehr als der Eisbär. Manche Ökologen fürchten, dass seine Art noch in diesem Jahrhundert aussterben kann. Dann werden wir Eisbären nur noch im Zoo erleben können. Von der Leinwand schaute mich plötzlich Isabella an. Die Kinder hatten sie fotografiert, auf ihrem Kunstfelsen, der so kaputt war wie die Lebensbedingungen für ihre Artgenossen in der Arktis. Als mich die Pausenklingel aus meinen Gedanken riss, wusste ich, wohin meine Reise gehen sollte. Und du kümmerst dich dort um einen einzigen Eisbären? Chess war Wildhüter in einem Nationalpark an der kanadischen Hudson Bay. Hier kommen nur wenige Menschen hin, noch weniger im Oktober, wenn die ersten Schneestürme einsetzen. Genauer gesagt, ich war der Einzige.
Chess musterte mich wie einen Vertreter für elektrische Zahnbürsten. Aha. Du willst dir also die Tiere in freier Wildbahn ansehen? Ja, sagte ich. Hast du meine E-Mail nicht bekommen? Er grinste und sagte, Ungefähr 1000. Ich sah ihn fragend an. Du hast gefragt, wie viele Bären hier leben. Du siehst, ich lese meine E-Mails. Chess warf einen anerkennenden Blick auf meine Handschuhe. Wenigstens bist du gut ausgerüstet. Schon mal mit einem Motorschlitten gefahren? Am nächsten Tag lernte ich so viel wie in den letzten 10 Jahren zusammen. Bei unserem ersten Stopp gab mir Chess eine Einführung in das Habitat. So nannte er den Lebensraum seiner Eisbären. Der riesige Nationalpark, lernte ich, besteht vor allem aus sumpfigem Tiefland. Hier bringen die Mütter ihre Jungen zur Welt. Hier verbringen sie den Sommer in einer Art Ruhezustand. Im Oktober, wenn der erste Schnee fällt, ziehen sie nach Norden. Die Hudson Bay, eine riesige Bucht, friert zu. Land und Eis sind dann für die Bären eine Einheit. Die Tiere sind ausgehungert und gehen auf die Jagd. Wir beobachteten eine Eisbärenmutter, die ihre beiden Jungen auf die zugefrorene Hudson Bay führte. Chess reichte mir das Fernglas. Die Jungen sind 3 Monate alt. Die tragenden Weibchen bleiben im Nationalpark. Er zog seine Kapuze noch enger zusammen. Die Temperaturen fallen. Morgen wird es verdammt kalt. Weißt du, warum die Eisbären die Kälte so gut aushalten? Ich war auf was anderes konzentriert. Ich konnte meinen Blick nicht von der Bärenfamilie abwenden, die auf dem Eisgeröll langsam einem violetten Sonnenuntergang zustrebte. Zunächst einmal haben sie eine dicke Speckschicht. Dann das Fell. Die Luft wird zwischen den dichten Haaren eingefangen und durch die Körperhitze angewärmt. So entsteht ein Luftpolster. Es gibt noch eine andere Theorie. Jedes Haar ist durchsichtig und wirkt wie eine Glasfaser. Es leitet Sonnenlicht bis auf die Körperhaut der Tiere. Die wiederum ist schwarz und heizt sich dadurch gut auf. Wie eine Asphaltstraße im Sommer. Dann musste ich lachen. Eines der beiden Jungen hatte nicht aufgepasst und donnerte auf das Hinterteil des anderen. Chess lachte auch. So, nun lass mal die Bärenfamilie ziehen. Die werden wir schon wieder treffen. Hast du eigentlich Flugangst? Im Zickzack hetzt die Bärin hin und her. Das gefährlichste Tier der Arktis hat nur einen Feind, den Menschen. Das war schon früher so. Die Inuit machten Hosen, Handschuhe und Schuhsohlen aus ihrem Fell. Sogar die Sehnen wurden genutzt, als Nähgarn. Die Bärin unter uns kann ja nicht ahnen, dass wir gute Absichten haben. Chess lehnt sich aus der offenen Tür des Hubschraubers und zielt. Getroffen. Der Betäubungspfeil sitzt in der Flanke. Das schwere Tier taumelt weiter, während der Pilot erstmal abdreht. Die Betäubung, das musste sein. Aber zu viel Lärm könnte jetzt zu Stress und Herzversagen führen. Aus der Ferne sehen wir, wie das schwere Tier zur Seite fällt. Als wir nach ein paar Minuten an der Stelle sind, beschnüffeln die Jungen, die Nasen mit Schnee bepudert, ihre Mutter. Dann wollen sie ausbüchsen, doch wir sind schneller. Die Babys bekommen ein Halsband, genau wie die betäubte Mutter. Ein winziger Sender ist daran befestigt. Jetzt kann Chess die Bären mit Hilfe eines Satelliten wiederfinden. So lerne ich die Wanderwege der Bären kennen und kann besser einschätzen, wie sich der Rückgang des Eises auf ihr Leben auswirkt. Genauer gesagt, auf ihr Jagdverhalten. Je mehr Eis, desto mehr Möglichkeiten für die Jagd. Vielleicht können wir morgen einen Eisbären bei der Robbenjagd beobachten. Ich kann mich kaum von den Kleinen trennen.
Die sind inzwischen richtig zutraulich. Eines leckt mir sogar die Hand. Trotzdem bin ich vorsichtig. Ihre Klauen sind schon scharf wie Messer. Hörst du mir überhaupt zu? Weiter nördlich hat ein Fotograf sein Zelt aufgeschlagen. Der wartet schon seit Tagen auf die richtigen Bilder. Vorher zeige ich dir aber mal etwas. Vorsichtig werfe ich einen Blick hinein, um zu sehen, ob wirklich niemand zu Hause ist. Ich bin in der Höhle des Bären. Das Licht sorgt dafür, dass ich mich wie in einer blauen Grotte fühle. Draußen passt Chess auf. Man kann ja nie wissen. Wenn jetzt die Mutter käme, nicht auszudenken. So schnell käme ich gar nicht raus. Auf allen Vieren musste ich in die Schneehöhle kriechen. Ich berühre die Wände. Die Bärin hat sie mit ihren Tatzen gegraben. Manchmal verstecken sich die Jungen in einem zweiten Raum, weiter hinten in der Höhle. Ich bekomme einen Schreck. Zum Glück ist das in dieser Höhle nicht ganz so. Eisbärinnen bekommen meist 2 Kinder. Wenn sie zur Welt kommen, sind sie noch ohne Fell und Speckpolster. Winzige Wesen, die nahrhafte Milch ihrer Mutter brauchen. Die Bärin wärmt sie mit dem Körper und dem warmen Atem. Deshalb bleibt die Höhle bis auf ein Luftloch geschlossen. Bis Ende März werden die Jungen gesäugt. Dann ist die Fastenzeit der Mütter zu Ende und sie müssen dringend Beute machen. Wie so oft in der Tierwelt sind die Mütter dabei ganz auf sich allein gestellt. Peng! Es knallt wie ein Schuss. Unter der Kapuze werde ich rot wie eine Tomate. Dabei hat mich Chess noch gewarnt. Trotzdem bin ich mit meinen Feldstiefeln in einen Stolperdraht gelaufen, der einen Schussalarm ausgelöst hat. Ohne ein solches Bärendetektionssystem könnten Fotografen wie Reimar überhaupt nicht unter freiem Himmel kampieren. Für heute brauchen wir uns nicht mehr auf die Lauer zu legen. Reimar, ein erfahrener Tierfotograf, nimmt's mit Gelassenheit. Außerdem haben wir seine Lieblingssuppe mitgebracht, die wir abends gemeinsam verzehren. Lecker! Mal was anderes als Bartrobbeninnereien mit Senf. Reimar fotografiert die Tiere der Arktis schon seit 15 Jahren. Er hat sogar schon tauchende Eisbären geknipst, bei minus 1,6 Grad Wassertemperatur. Viel kälter wird salziges Meerwasser nicht mehr, ehe es gefriert. Also Jungs, das glaubt ihr nur, wenn ihr es gesehen habt. Es ist eine stille Welt aus blau schimmerndem Eis. An der Unterseite des Eises sitzt das Phytoplankton. Das wiederum wird von Flohkrebsen abgeweidet. Das ist das eine Ende der Nahrungskette in der Arktis. Tja, und an der anderen sitzen die Eisbären. Dieser hier, ein männliches Jungtier, lauert am Atemloch einer Robbe. Wir beobachten es aus sicherer Entfernung. Eisbären können Robben aus mehr als 1 Kilometer Entfernung riechen. Mit dem Hubschrauber geht es wieder zurück. Vor einigen Jahren war das da unten zu dieser Jahreszeit eine Eisfläche. Jetzt hat abtauendes Eis diesen Teil der Bay in eine Schmelzwasserlagune verwandelt. Eine Pfützenlandschaft, in der die Eisbären keinen Tritt finden. Genau. Wenn irgendwann das Eis von der Hudson Bay verschwindet, wird es hier wohl keine Bären mehr geben. Deshalb hat die US-Regierung sie schon in die Liste der bedrohten Tiere aufgenommen. Ich denke, wenn ich zurück bin, werde ich meinen Oldtimer verkaufen. Er ist mir zwar ans Herz gewachsen, aber er ist ein echter Luftverpester. Viele Wochen bin ich nun schon hier. Ich will noch bleiben, erleben, wie es meiner Bärenfamilie ergeht, der ich doch so nahe gekommen bin. Als wir wieder im Hauptquartier des Nationalparks gelandet sind, checke ich meine Mails. Mein Chef schreibt: Renovierungsarbeiten im Eisland gehen voran. Hörte aus dem Partnerzoo, dass Isabella Nachwuchs bekommt. Spätestens dann brauchen wir dich wieder hier. Ich trete vor die Tür. Das Nordlicht lässt den Himmel über der Hudson Bay erglühen. Menschen sehen das bunte, geheimnisvolle Nordlicht selten.
die großen weißen Bären etwa 300 Mal im Jahr. Hier ist das wahre Eisland und nicht im Zoo zwischen Pommesbuden und Elefantengehege. Mir ist klar, ich muss zurück in den Zoo. Schon allein, um den Eisbärennachwuchs zu erleben. Viele Menschen werden kommen, auch viele Journalisten. Doch bevor ich über kleine Eisbärchen rede, werde ich Ihnen in die Blöcke diktieren, wie es den Eisbären in freier Wildbahn ergeht. Und dass sie, obwohl sie so groß und fast unbesiegbar erscheinen, eine bedrohte Tierart sind. Ach, eine tolle Geschichte. Aber eines würde mich interessieren. Wie sieht es denn jetzt in deinem Zoo aus? Weißt du was? Wir schauen mal nach und berichten. Mit dem Marvi-Mobil bin ich doch viel schneller. Alvina, wir nehmen Kurs auf Kurts früheren Zoo. Kannst du das eingeben? Hast du die Koordinaten? Positiv. Mittel steht in Mecklenstein-Zwischenhalt. Hä? Siehste, Lenchen, hier gibt's wieder einen kleinen Eisbären. Wie die Zeit vergeht, das ist wirklich... Ich will zu Knut. Was? Nun, der ist doch schon erwachsen. Mäuschen, das geht doch nicht. Aber hier gibt's keine Pommes. Es ist total langweilig. Jetzt guck doch mal, Lenchen, ist alles so schön neu hier, mit Schautafeln, kleinen Filmchen, Rabatten sind schön gemacht, alles Multimedia und... Holla! Marsmännchen? Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Da steigt jemand aus. Hello, everybody. Marvi Hemmer, Onkel Kruse, du bist echt der Beste. Marvi, kann ich ein Autogramm? Oh, das ist eine Falle. Nix wie weg. Alvina, Triebwerk zünden und Stabilisatoren aktivieren. Schnell, schnell, schnell. Positiv. Hast du nicht was vergessen? Ein Autogramm? Ich schreibe schnell ein paar. Inzwischen gibt's meine World Reporter Show. Marvi Hemmers World Reporter Show! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter erlebt haben. Viel Spaß! Enjoy yourself! Hier ist das neueste Abenteuer von JC, Ming und Roberto. Schlagt das Heft auf und lest einfach mit. Let's listen to the comic first. Please turn to page 12. The World Reporters. Digging up History. Das ist was für mich. Hier geht es um Geschichte. Ich bin gut in Geschichte. Wie ich sehe, wollen die World Reporter bei einer Ausgrabung mithelfen. Sie betreten ein altes Schlachtfeld. Hier haben einst die alten Germanen gegen die alten Römer gekämpft. So, this is where the big battle took place? Yes, the beginning of the end of the Roman Empire. A metal detector. Wow, Ming hat einen Metalldetektor. Wenn der piept, ist irgendwo Metall verborgen. Wow, it really works. Okay, let's look for treasure. Be careful, Roberto! No problem! What could that be? Ming untersucht etwas. Sieht aus wie ein Stein. Oh, JC scheint auf etwas gestoßen zu sein. I found something! Let's see! Take care! Yeah. Huh? Look what you found! A sword! Positiv.
Roberto hat ein Schwert ausgegraben. JC schnappt sich die Waffe und startet einen Schaukampf. Hat sie das geübt? Surrender, barbarian. Otherwise you will have to face my sword. What are you up to? What is that? Oh, Mings Stein ist zerbrochen und irgendwas herausgefallen. Sieht aus wie eine Maske. Das hat aber nur Roberto bemerkt. JC und Ming streiten sich um das wertvolle Schwert. Give me that. It's valuable. I am Arminius the Teuton. Come back. These finds are 2,000 years old. Put that away. Arminius! Is that you, my loyal friend? Roberto konnte sich wohl nicht zurückhalten und hat die Maske aufgesetzt. Wen spielt er denn? Doch nicht etwa den Varus? Roberto, you too? A bit more respect for history, please. Huh? Ouch! Huh? Ups, Ming ist mit seinem Fuß in irgendetwas getreten und der Länge nach hingefallen. Ausgerechnet jetzt kommen die Archäologen zurück. Psst. The archaeologists are coming back. Let's hide. Gerade noch geschafft. Die World Reporter haben sich hinter einem Hügel versteckt. Und was ist das zerbeulte Ding an Mings Fuß? Wahnsinn! Ein Helm! Aha! Respect for history, eh? Ja, so kann es gehen. Erst regt sich Ming über Roberto und JC auf, dann verbeult er selber einen alten Römerhelm und schämt sich. Ein tolles Abenteuer. Jetzt könnt ihr zurückblättern und euch den großartigen Schnappschuss anschauen. Look at this great snapshot. Now turn to page 3. Snapshot. JC's notes. A blue-footed booby stalks around. It first lifts one foot and then the other. Na, was gibt's in den World News? Turn to page 6. World News. JC's notes. There are raccoons in Kassel. Peregrines nest in Stuttgart. Parrots fly in the air. Please turn to page 8. Romans ambushed. Peace! Roberto's notes. A Roman soldier raises his sword. He strikes a blow. But the Teuton dodges it. Und jetzt bist du dran. Sprich die Wörter einfach nach. This is a fight. Lance. Teuton. Helmet. Shield. Sword. Roman. Gut gemacht. Letter to Marvy. Sender Anna Kraniger, 12, from Bramsche. Hi, Marvy. I'm Anna, and I live in Bramsche. I often visit the museum and park in Kalkriese. That's the part of Bramsche where the Battle of the Teutoburg Forest took place.
It's special and interesting because you can stand on the old battlefield and imagine how the war was 2,000 years ago. In the picture, you see me on the battlefield carrying signs for peace. People from Bramsche made them. In June, our schools are putting on a big musical. I will play Thusnelda, Arminius's girlfriend. Come and see the show. Love, Anna. Turn to page 14, please. Quick march across the desert. Come on, go for it. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Wörter einfach nach. This is a competitor. Bandana. Water bottle. Rucksack. Shirt. Walking cane. Gaiter. Shorts. Wow. Gut gemacht. Ming's notes. The competitors are sweating, but they will also shiver with cold and battle against the wind. Look for it. Can you find these details? They are hidden in the story. Watch. Hoof. Pyramid. Ming's report from Antarctica. Hi, Marvy. I'm in Paradise Bay on the shores of Antarctica. One stage of the race ends here. I wonder why this bay is called Paradise. It's very cold, and the wind is blowing snow into my face. Would you call that paradise? Now the first runner is coming. Come on, you have nearly made it. He has reached the finish line, and he is smiling. For him, this place must be paradise. His work is over, and so is mine. I have had enough of the ice and snow. Bye-bye, Paradise Bay. Turn to page 20 now. The secret of the bees. Smell this, little bee. JC's notes. The queen lays eggs. Nurse bees look after the offspring. Guard bees defend the beehive. Photo caption. What is this bee doing? Jumping? Standing? Flying? JC's report from York, Germany. Hi, Marvy. I am calling from an orchard near York, a town in northern Germany. Many apple trees are in bloom here. I am observing a bee which is flying from blossom to blossom. But where is it going now? I'd better follow. Oh, that's it! It's flying to its beehive. It's beginning to fly in circles and, ooh, it is doing the waggle dance. This is how it explains to the other bees where they can find food. The dance shows them how far away the blossoms are and which direction to go. Really clever! Bye-bye! Und nochmal, du. Die Wörter einfach nachsprechen. Ihr erinnert euch. This is a bee. Antenna. Pollen. Compound eye. Wing. Petal. Haha! Applaus, Applaus, Applaus! Ich hab die allertollsten Leser. Ole, ole. Die schreiben mir, was sie alles erlebt haben.
Let's hear what this reader is reporting. Please turn to page 29 now. Reader's Report. Niklas Rink, 13, from Schwaförden. Dear Marvy, my parents have been breeding huskies for 17 years. At the moment, we have 16 huskies. One of these dogs is mine. His name is Cheska, and he is 11 years old. When it snows, my father goes mushing with the dogs and sleds. But in cold weather, without snow, he hitches the dogs to a vehicle. In winter, he goes to dog sled races. Yours, Niklas. Turn to page 30, please. Amazing Animals. JC's Notes. Rex gives Rex Jr. a nose nudge. He licks the kangaroo. They jump through the garden. Turn to page 32, please. Is that place haunted? I'm not afraid of ghosts. Photo caption. What is rising? Smoke? Birds? The sun? Und jetzt du. This is a haunted castle. Chandelier. Stove. Window. Table. Chair. Ghost. Carpet. Super! Photo caption. What can you see in the picture? A mouse? A ghost? A fire? Roberto's Notes. The ghost wakes up at night. It can walk through walls. It flies over the castle on horseback. Roberto interviews the 3 investigators. Chancellor Miller, Justus Jonas, Nick Price, Peter Shaw, Cameron Monaghan, Bob Andrews. Was it weird for you to shoot a film in a haunted house? Yes, a bit. The haunted house appeared so real that I often forgot I was on a film set. For me, it was just great fun to work with all the scary things, like fog and sound effects. I had to act like a coward, but I wasn't really afraid. What do you like about your characters? I like Justice's cleverness. He can solve any mystery. Peter is very sporty, but also a bit clumsy. That's very funny. I like Bob because he is really smart, although he seems to be a bit insecure sometimes. Please turn to page 38 now. The Painted Hand. I really like stripes. Roberto's Notes. He makes a fist. He bends his wrist. Now his hand looks like the head of a predator. Letter to Marvy. Sender, Michael J. Daniele, 17, from Milan. Hi, Marvy. My name is Michael James. I live in Italy, but my mother is from England. My father is a famous body painter. I'm really proud of him. He can make an elephant out of a hand. I work for him as a hand model. The pictures of my hands get printed in the most famous magazines around the world.
It's amazing. It's not easy to be a hand model. You need to have a lot of patience. I love this job because it's unusual. Not everybody can do it. You need beautiful hands and a dad who is a painter. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Sprich die Wörter einfach nach. This is an artist's case. Marker. Make-up. Paint. Case. Make-up brush. Super! And now, let's listen to fun stuff. Turn to page 44, please. Fun stuff. Fun stuff! Ach, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Fanfare! JC's tongue twister. Say this fast 3 times. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. I miss my Swiss miss, my Swiss miss misses me. Haha! Applaus, Applaus, Applaus! Und nochmal, du. What in the world? I'm seeing red already. Rope. Stage curtain. Necktie. Nail polish. Fingerprint. Strawberry. Double-decker. Chili peppers. Der Eisbär leckt Vanilleeis. Im Zoo, da ist es viel zu heiß. Wie findest du den, Alvina? Negativ. Schreib einfach deinen Namen auf die Autogrammkarte. Na gut. Abflug. Das war's für heute. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Hossa! Guck mal, Onkel Kruse, es regnet. Lauter Autogrammkarten. Mensch, da kann ich ja die ganze Bude mit tapezieren. Wir sollen es sauber machen. Was steht denn da drauf? Es tanzt und lacht. Der Wiedehopf. Der Kruse hat ein Ei auf dem Kopf. Da mal Frechheit! Wenn ich dich in die Finger kriege! Rotte! Als Bonustrack hört ihr jetzt noch die Hörreportage in Englisch. It began one beautiful day in June. I had no idea that I was about to embark on a long journey. My colleagues and I were sitting on the wall behind Ice Country, a place where nobody else ever gets to go. Ice Country is the main attraction in our zoo. Visitors come here to gawp at Southern American sea lions, Humboldt penguins, and my polar bear, a female called Isabella, who loves striding back and forth across the rocks. Unfortunately, the rocks aren't real. My boss is pointing to a big gaping hole. Chunks of concrete are dangling from metal rods. It almost looks as if the ivy is the only thing keeping everything together. This enclosure needs renovating badly. People and animals are both in danger.
I'm sorry, but we really have to do something urgently. I had been working as a zookeeper in Ice Country for 10 years. 4 years ago, Isabella arrived here when she was a young 6-year-old bear. I've been looking after her ever since. She was named after a ship that went on a voyage of discovery around the Antarctic in the 19th century. Now, it's been arranged that my bear, like some other animals who can't simply be transferred into other enclosures during the renovation work, will be taken to another zoo until we are ready to welcome visitors to our new and improved Ice Country. And how long will that take? I asked. My boss moved his head from side to side. He looked just like Isabella when she goes trotting over the rocks. At least a year. Really, it's something I've always longed for. A whole year off. No cutting up food, no raking away waste, and no disinfecting the pen. I won't have to clean the pool or scrub out the cage. It's not that I don't enjoy doing these things, but it's nice to get out of the hamster wheel and maybe go on a trip. Somewhere far away. That would be tempting. I handed in my application for a year's sabbatical that very day. So, that July, the day finally came. I hung up my kit in the locker and put my safety shoes on the shelf. The waterproof gloves that were already a bit old might still come in useful. I took them along. I had a free weekend ahead of me. On Tuesday, I would drive my beloved old Daimler into town and go to the travel agency to pick up a pile of brochures to plan my big journey. Blue skies in the Caribbean? A crimson sunset in South Africa? The Northern Lights in Canada? It's wonderful to have all these opportunities ahead of you. I had promised to visit the school that Caro, my niece, goes to. They were holding an environmental day, and Caro and her classmates had prepared a presentation about climate change. She had written me an email and told me that they would be focusing on polar bears. To be honest, I hadn't thought that much about melting ice caps or how global warming is affecting the Arctic. That's why Caro's presentation in the school's auditorium really took my breath away. The temperature in the Arctic has increased by an average of 8 degrees over the last few years. This has led to a yearly contraction of the ice cap due to global warming. No animal suffers more because of this than the polar bear. Some ecologists are afraid that they might become extinct. That would mean that the only polar bears we could see in the future would be the ones kept in zoos. Suddenly, I saw Isabella staring down at me from the screen. The children had taken a photograph of her. She was standing on her artificial rocks that were in just as bad a state as the environment in which her fellow polar bears in the Arctic were living. The bell for the break rang, interrupting my train of thought. But now, at least I knew where my journey would take me. And you take care of just one polar bear? Chess was a gamekeeper in a national park that bordered on Hudson Bay in Canada. Only a few visitors come up here. Even fewer in October due to early snowstorms. To be exact, I was the only visitor there at that moment. Chess looked me up and down as if I were a sales rep, trying to sell him an electric toothbrush. So, you want to see some animals in the wild? Yes. Didn't you get my email? He grinned and said, About 1,000.
I gave him a puzzled look. Well, you asked how many bears live here. You see, I do read my emails. Chess looked at my gloves with admiration. At least you are well equipped. Have you ever driven a snowmobile? The next day, I learned as much as I had over all of the last 10 years. At our first stop, Chess gave me an overview of the polar bear's habitat. This huge national park is mostly made up of swampy lowlands. The polar bear mothers give birth to their young here and spend the summer resting. In October, when the first snow falls, they move north. Hudson Bay freezes over and land and ice fuse to become one huge expanse for the polar bears. The bears are extremely hungry and start to hunt. We are watching a female polar bear who is leading her 2 cubs out onto the ice over Hudson Bay. Chess hands me the binoculars. The cubs are just 3 months old. The pregnant bears stay in the national park. He pulled his hood tighter around his head. The temperatures are falling. It's going to be freezing cold tomorrow. Do you know why polar bears can withstand such low temperatures? But I was concentrating on something else. I couldn't take my eyes off the family of bears on the ice floe. They were walking slowly away into the purple sunset. Well, first of all, they have a thick layer of fat. And thick fur, too. Air gets trapped between the individual hair shafts and then is warmed by body heat. This creates a sort of air cushion. There is another theory, too. Each individual hair shaft is transparent and behaves like glass fiber. It conducts the sunlight to the polar bear's skin, which is black, and so heats up quickly, like the asphalt on roads in summer. I started to laugh. The 2 young cubs hadn't been paying attention and had bumped into each other. Chess laughed too. So let's allow the bear family to roam off somewhere. We'll find them eventually. By the way, you aren't afraid of flying, are you? The female bear is zigzagging around. The polar bear, the most dangerous animal in the Arctic, has only one enemy: people. It's always been this way. The Inuit used to make trousers, gloves, and shoe soles from their pelts. Even their tendons were used to make thread for sewing clothes together. This polar bear has no way of knowing that our intentions are good. Chess leans against the open door of his helicopter and aims. He hits the mark. The dart with the anesthetic embeds itself into the bear's flank. The heavy creature stumbles around, and the pilot flies on. The anesthetic was essential, but the noise isn't. Too much noise can cause stress and might even cause a heart attack. From a safe distance away, we watch the heavy animal fall to the ground. A few minutes later, we are at its side. The cubs nudge their mother with their snow-covered noses. They decide to run away, but we're quicker. We put a collar on the babies just like the one we put on their mother. A tiny transmitter is fixed onto the collars. Now, Chess will always be able to find the bears through a satellite. This is how I work out their migratory paths. It makes it easier to see how the contraction of the ice caps is affecting their lives, especially their hunting patterns. The more ice there is,
the more opportunities there are to hunt. Maybe we can watch a polar bear hunting for seals tomorrow. I'm finding it hard to say goodbye to the cubs. They appear quite tame now. One of them is even licking my hand. But it still pays to be careful. Their claws are as sharp as knives. Say, are you listening? A photographer has set up camp a bit further north. He's been waiting to take good pictures for days now. But before we visit him, I want to show you something. Very carefully, I look around to make really sure that there is nobody at home. I'm in a bear's den. The way the light falls inside makes me feel as if I'm in a blue grotto. Chess is guarding the entrance. You never know. If the mother were to come back now, that would be it. I wouldn't be able to get out in time. I had to crawl into the snowy den on all fours. I touched the walls. The bear dug the den with her claws. Sometimes the cubs hide in a second room further back in the den. I shudder with fear. But luckily, this doesn't turn out to be the case here in this particular den. Polar bears usually give birth to 2 cubs. At birth, they don't have any fur or any layers of insulating fat. They are tiny creatures, totally dependent on the nutritious milk that they get from their mothers. The mother bear uses her body and her breath to warm them up. That's why the den is completely enclosed, except for one little air hole. The cubs are suckled until the end of March. That's when the fasting time ends, and then it's time for the mother to start hunting. As so often in the animal world, the mothers are on their own. Pang! It sounds like a shot. I pull my hood even tighter around my face, but can't hide my cheeks, which have turned as red as tomatoes. Chess warned me about this. But despite these warnings, I have still somehow managed to trip an alarm by hitting a wire with my fur boots. Photographers like Reimar wouldn't be able to camp outside in the open air without such an early detection system in place to warn them about bears approaching the camp. Now, we don't need to keep watch for the rest of the day. Reimar, an experienced animal photographer, stays cool. I suppose it helps that we have brought along his favorite soup. We will all eat it together in the evening. Delicious. Makes a change from soup a la beaded seal innards with mustard. Reimar has been photographing animals in the Arctic for 15 years. He's taken photos of polar bears diving into water which was minus 1.6 degrees. Salty seawater can't get much colder than that without freezing. It's a peaceful world of blue shimmering ice. Phytoplankton covers the bottom side of the ice floes. Shrimps, which are at the end of the food chain in the Arctic, eat it up. Well, the polar bears are at the other end of the food chain. This one here, a young male, is lying in wait near an air hole made by a seal. We watch from a safe distance. Polar bears can smell seals that are 1 kilometer away. We take the helicopter back. A few years ago, that place down there was all covered in ice at this time of year. A landscape full of puddles where no polar bear can find a foothold. Exactly. If the ice continues to retreat from the Hudson Bay area, there won't be any bears left here one day. That's why the US government has put them on their list of endangered species. I promise myself, when I go back home, I will sell my vintage car. I love it dearly,
but it is a big polluter. I've been here for several weeks now. I have grown to love my polar bear family. I want to stay longer and see how they do. When we get back to the headquarters of the national park, I check my emails. My boss has sent me a message. The renovation work in Ice Country is progressing. We have news from our partner zoo that Isabella is going to have cubs. We need you back by the birth at the latest. I step outside. The northern lights make the sky above Hudson Bay glow. People rarely see these colorful, mysterious polar lights, but the big white bears see them about 300 times a year. This is the true ice country. Not that cramped place in the zoo, stuck between the fish and chip stand and the elephant pen. I know I have to go back, if only to watch the polar bear cubs grow up. Lots of people will come, journalists too. But before I tell them about the little polar bear cubs in the zoo, I will insist that they listen to me talk about the fate of the polar bears in the wild.